Und jetzt, liebe Leute, liebe Elvis-Fans, please give a very warm welcome to a very special friend. This is Mr. Jerry Scheff. Jerry Scheff am Bass in Bad Nauheim, der legendäre Elvis-Bassist, war vielleicht das Highlight beim vergangenen European Elvis Festival in Bad Nauheim, um das es heute in diesem Video gehen wird. Elvis Presley. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas und ich habe mir heute 4 Gäste eingeladen, die alle mit dabei waren beim letzten European Elvis Festival im August und wir werden gemeinsam ein bisschen über das Festival sprechen. Wir werden Ausschnitte sehen, wir werden exklusive Bilder sehen vom Auftritt von Jerry Scheff, wir werden ja alles nochmal quasi miterleben, mit Augenzeugen, mit Ohrenzeugen und ihr seid alle mit dabei. Bevor wir loslegen, denkt dran, die Tausender-Marke muss geknackt werden und wir sind ganz nahe dran. Es fehlen nicht mehr viele Abos. Wer also noch nicht abonniert hat, gebt mir einen Gefällt mir, drückt den Abo-Knopf und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr und wir werden auch bald die 1000 erreicht haben. Dann gibt es wie gesagt eine Verlosung unter allen Abonnenten. Jetzt aber starten wir. City gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up high. A thousand pretty women are waiting out there. A bad roll living, the devil may care. I'm just a devil with love to spare. Come on! Viva Las Vegas. 1, 2, 3. Viva Las Vegas. Ich darf euch ganz herzlich vorstellen, meine Interviewpartner für dieses Video und natürlich freue ich mich ganz besonders, heute mit dabei zu haben im Interview die erste Vorsitzende der Elvis Presley Gesellschaft e.V., Maria Hesterberg. Danke für die Einladung. Hallo Gerd. Ja, meinen Namen hast du gesagt, Maria Hesterberg. Ich lebe und arbeite in Bonn. Bin seit 2009 erste Vorsitzende der Elvis Presley Gesellschaft und zusammen mit meinen Vorstandskollegen und mit dem erweiterten Team stemmen wir jedes Jahr zusammen mit der Stadt Bad Nauheim das European Elvis Festival. Wir sind seit 2010 dabei, seit 2011 sind wir offizieller Kooperationspartner der Stadt Bad Nauheim. Das Festival an sich gibt es natürlich schon ein bisschen länger, das gibt es seit 2002 und und wir haben uns aber, seitdem wir dabei sind, bemüht, das Festival ein bisschen nach vorne zu bringen und ich glaube, das ist uns bis jetzt ganz gut gelungen. Des Weiteren freue ich mich, dass wir einen ganz bekannten Elvis-DJ, der immer in Bad Nauheim mit dabei ist, aber nicht nur da. Er ist heute mein Talkgast. Herzlich willkommen, Miro Kester. Wir kennen uns ja schon mal so grob ein bisschen aus dem Internet und selbstverständlich schaue ich auch sehr gern dein Programm, dein Format gefällt mir sehr gut. Miro Kester ist mein Name und wie du schon gesagt hattest, ich bin einer der wenigen Elvis-DJs und der Elvis-DJ des European Elvis Festival. Ja, und ich freue mich, dass ich eine Buchautorin heute mit dabei habe, Andrea Mariadas. Herzlich willkommen. Ja, ich bin ja Andrea Mariadas. Ich wohne in Wuppertal und ich weiß nicht, ob es so wichtig ist. Ich habe auf jeden Fall auch ein Buch über Elvis Presley geschrieben. Das heißt, Elvis Presley hatte noch Träume, ist auch schon ins Englische übersetzt. Und ja. Und last but not least freue ich mich, einen Interviewpartner auch kurz mit dabei zu haben. Wir hatten ja schon mal ein Interview, die Leiterin der Eventaria Agentur, Petra Michel. On the drums from Dallas, Texas, hard-working Ronnie Tutt. Viva
Ja, liebe Maria Hesterberg, wie lange ging denn eigentlich das Festival? Es sind immer 3 Tage und immer von Freitagmittag bis Sonntagabend. Und es ist immer rund um den 16. August. Jetzt zum Beispiel beim diesjährigen Festival war der 16. August der Freitag. Nächstes Jahr wird es der Samstag sein. Also das ist dann mitten beim European Elvis Festival. Und ansonsten schauen wir immer, dass es das näher gelegene Wochenende ist. Genau. Welche Veranstaltungen hast du denn besucht? Also wir sind grundsätzlich immer Donnerstag da. Wir sind erstmal Lydia und meine Wenigkeit. Lydia hilft mir dabei, plus nochmal 2 Helfer, weil mittlerweile es halt immer größer wird und kannst es einfach alleine nicht mehr wuppen. Es ist so, dass wir natürlich nicht so viel von Bad Nauheim mitbekommen, weil wir Freitag und Samstag jeweils in einer eigenen Veranstaltung praktisch stecken. Und wir waren Donnerstag ganz kurz in Friedberg bei der Eröffnung. Das war sehr, sehr schön. Ansonsten haben wir natürlich auch viele, viele Leute getroffen, die wir kannten aus der Szene, die regelmäßig beim European Elvis Festival mit dabei sind oder halt Ergänzungsveranstaltungen besuchen. Also ich war am Samstag hauptsächlich in Friedberg, habe da die Führung mit Klaus-Kurt Ilge mitgemacht, Airway Barracks Tour. Und dann hatte ich meine Lesung im Friedberger Museum vom Elvis Presley Verein. Und abends waren wir schön essen und den ganzen Sonntag habe ich dann in Bad Nauheim verbracht. Was war dein persönliches Highlight? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde immer besonders schön, wenn sich alle Leute, die uns besuchen im August, wohlfühlen und Spaß haben. Und dieses Jahr war es so, mein Highlight war, dass am Samstagabend es nicht geregnet hat, nachdem wir mit 45-minütiger Verspätung angefangen haben. Die Feuerwehr ganz fleißig abgepumpt hat in der Trinko-Anlage und dass wir eine wunderbare Show hatten am Samstagabend und vor allen Dingen auch, das muss man auch sagen, sowohl Samstag als auch Sonntag hat Jerry Scheff ja mit auf der Bühne gestanden, hat jeweils 2 Songs mit seinem Bass auch begleitet und das ist schon wirklich ganz toll. Also er hat gesagt, er hat seit 3 Jahren keine Note auf dem Bass gespielt. Das ist das allererste Mal wieder gewesen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da merkt man auch, dass es ihm auch selber Spaß macht, dabei zu sein, auch mit der Band, die wir haben. Und das ist tatsächlich so mein Highlight gewesen. Ja. Also mein persönliches Highlight war Jerry Scheff. Jerry Scheff ist ja der Bassmann von Elvis gewesen und auch von den Doors. Ne, hat beim letzten Album LA Woman mitgewirkt. Ich hatte auch privat also die Möglichkeit, mit ihm mich mal in Ruhe zu unterhalten. Ein ganz, ganz toller Mensch. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Persönlicher Highlight. Ach Gott, es war ein komplett schönes Wochenende. Es gibt eigentlich mehrere Highlights. Die Lesung war wunderbar. Danach haben wir noch eine Foto-Fun-Box benutzt und haben da Fotos gemacht mit Elvis als Soldat. Da hatten wir einen Riesenspaß. Da sind ganz tolle Bilder rausgekommen. Auch wenn ich das Prinzip nicht verstanden habe, wo man genau stehen sollte. War wunderbar. Haben wir richtig viel gelacht. Und tolle Bilder. In Bad Nauheim, also fand ich es super, als ich in diesen Ausstellungsraum kam. Ich sah das weiße Auto und ich habe nur gedacht, wow, und wusste auch gar nicht, was für ein Auto es war. Durfte dann, also beziehungsweise schon, dass es zu Elvis gehörte, durfte dann Fotos machen und man sagte mir noch, du,
darf sich sogar an die Tür stellen, das darf man in Graceland nicht. Und da habe ich gesagt, stimmt, da war ich nämlich erst im April. Ja, und dann erfuhr ich, dass es das Auto war, das Elvis seinem Vater geschenkt hatte. Ja, später habe ich mir sogar noch Autogramme geholt von Donna Presley und den beiden Musikern. Also es waren einige Highlights. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, man ist in Kontakt geblieben, muss man so zu sagen, ja. Ja, ich denke, über Jerry Scheff müssen wir nochmal gesondert sprechen. Maria, du hast noch ein paar Infos für uns? Wir hatten ja das große Glück, Jerry Scheff schon im April in Bad Nauheim begrüßen zu dürfen. Da haben wir als EPG ja so ein Event gemacht von Fans für Fans, weil wir haben gesagt, also wir finden es so toll, dass er sich das auch gewünscht hat, mit den Fans in Berührung zu kommen. Und dann haben wir kurzerhand, innerhalb von 3 Tagen, haben wir das auf die Beine gestellt und aus diesem Event heraus ist dann auch der Kontakt geblieben. Und wir waren dann wirklich sehr, sehr glücklich, dass er im August ja, unser Special Guest war. Ein ganz angenehmer Mensch. Ja. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad Annie, the gators got you, Granny. Everybody said it was a shame, 'cause the mama was working on a chain gang. Yeah. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch, pick her a mess of poke salad, carry it home in a tow sack. Poke salad, Annie, the gators got you, Granny. Yeah. Everybody said it was a shame, well, the mama was working on a chain gang. Yeah. Miro, du als passionierter Elvis-DJ, wo hast du denn eigentlich aufgelegt? Also tatsächlich bei den Aftershow-Partys, und zwar den offiziellen. Die Elvis Presley Gesellschaft organisiert das Ganze ja mit der Stadt Bad Nauheim und haben dann irgendwann auch festgestellt, dass es ohne eine Aftershow-Party einfach nicht funktioniert. Früher war es dann so, dass die Leute teilweise in der Stadt dann irgendwie gucken mussten, wie sie ihren Abendprogramm, Nachtprogramm gestalten mussten. Und das kompensiert die Elvis Presley Gesellschaft jetzt mit der Vinylparty, die halt Freitag und Samstag in Deutsche stattfindet, um den Leuten dementsprechend die Möglichkeit zu geben. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an von deiner Party. Hast du noch Erinnerungen daran? Ja, total. Also es ist unfassbar, wie sich das Ganze verwandelt, teilweise in Sekunden, Minuten, egal aus welchem Land. Wir haben wirklich jede Art von Ländern, Amerika, Engländer, Belgier, Franzosen, egal welche Hautfarbe, sie tanzen alle. Es ist nicht politisch, es ist nicht religiös, Elvis verbindet da. Und es ist unfassbar, was die Leute wirklich daraus machen.
Seit wann bist du eigentlich schon Elvis-Fan? Ja, das kann ich gar nicht so ganz genau beantworten. Also schon seit der Kindheit. Ich war zumindest 10 Jahre, als ich erfahren habe, dass Elvis Presley verstorben ist. Und da saß ich in einem Reisebus auf einer Klassenfahrt. Ich weiß nicht, ob hin oder zurück. Und das wurde im Radio durchgesagt. Und da hatte ich schon Tränen in den Augen. Also muss er mich ja schon vorher beeindruckt haben. Ansonsten bin ich immer Elvis-Fan geblieben. Seine Musik mochte man, ihn mochte man. Aber so richtig intensiv und durchweg seit 2016. Also tatsächlich seit 1985. Ich bin 7 gewesen, wo ich das erste Mal auf Elvis Presley aufmerksam wurde. Tatsächlich über ein Plakat, was mein Bruder damals auf einer Schulfahrt mitgebracht hatte, was heute auch noch in meinem Besitz ist. Und mein allererstes Album, weil mein Vater es zufällig hatte, war Hits of the 70s, ne? Songs wie An American Trilogy, Always on My Mind und so weiter. Warum gerade das Album, weiß ich nicht, war wahrscheinlich ein Zufall, aber es hat mich sehr geprägt. Ich persönlich bin seit 1976 Elvis-Fan. Ich gehöre noch zu dieser Generation, die Elvis so kurz vor seinem Tod noch entdeckt hat. Also ich war damals 11 und ich glaube, wie viele in diesem Jahr habe ich in den Weihnachtsferien auf dem 3. Programm Speedway, Viva Las Vegas, King Creole und That's the Way It Is gesehen. Und vorher bereits war es eigentlich um mich geschehen, um ehrlich zu sein, weil vorher ich schon durch die Mutter einer Schulfreundin von mir ich Return to Sender gehört habe. Und das hat für mich gereicht, um Elvis-Fan zu werden. Ich war elektrisiert und seitdem begleitet Elvis mich durch mein Leben. Ja. Ja, und sicherlich hast du einen Lieblingssong oder vielleicht sogar mehrere Lieblingssongs. Möchtest du es uns verraten? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Ich würde sagen, ich habe aus den 50ern, 60er, 70er Favoriten, ganz klar. Wenn ich mich jetzt in einem Satz entscheiden müsste, so was hat Elvis ausgemacht, würde ich tatsächlich wahrscheinlich sagen, An American Trilogy. Ja, einer wäre gar nicht möglich. Da gibt es wirklich einige. My Way 1973, Aloha from Hawaii, liebe ich. In the Ghetto, viele Balladen. Ja, If I Can Dream, also es sind einige. Oh, das werde ich ja ganz oft gefragt, ne? Mein Elvis-Lieblingssong. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich einen Lieblingssong von Elvis, weil Elvis so eine Bandbreite hat und es gibt ganz wenige Songs, die ich, wo ich sage, ach ja, ist zwar schön, aber da schlägt jetzt mein Herz nicht für, sondern eigentlich mag ich alle seine Songs. Return to Sender wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber was ich wirklich eine geniale Interpretation finde von Elvis ist Bridge over Troubled Water. Das ist schon, also da kriege ich Gänsehaut jedes Mal und ich habe es wirklich schon, ich weiß nicht wie oft, ich kann es nicht mehr zählen, gehört und gesehen. Und Just Pretend. Also diese beiden Songs, da muss ich ganz ehrlich sagen, also wer da keinen Zugang zu Elvis findet, da weiß ich nicht, was da noch passieren muss, um ehrlich zu sein. Ja. Jetzt im Oktober findet ja ein Elvis Tribute Artist Festival sozusagen statt in Bad Nauheim. Und Petra, du kannst vielleicht mal ein bisschen beantworten, kann man das eigentlich vergleichen mit dem European Elvis Festival?
Naja, das European Elvis Festival ist gewachsen, das ist schon riesengroß, das ist ja an verschiedenen Orten. Es gibt außer der städtischen Veranstaltung mit der EPG gemeinsam, gibt es ja auch noch andere Orte, das Hotel Spöttl, wo die Balkonkonzerte stattfinden, die Scheune, das Theater am Park. Es gibt ja wirklich verschiedene Aktionen, auch in der Villa am Park gibt es Kleinigkeiten. Also es gibt an verschiedenen Orten bestimmte Dinge. Und unser Event, das ist ja kein Festival, das ist ja ein Weekend mit 8 der weltbesten Elvis-Interpreten. Das sind Shows von diesen Künstlern. Und wir versuchen das natürlich im Hotel Dolce komplett familiär auch zu gestalten, dass sich diese Ausstrahlung, die wir versuchen zu vermitteln, auf die Fans auch überträgt, dass man sich einfach zu Hause fühlt, wohlfühlt und ein tolles Feeling vor Ort hat. Und das ist klein und nicht vergleichbar mit dieser großen Sache, wo ja mehrere tausend Leute kommen, die dann auch flanieren und wo dann die Oldtimer auch zu sehen sind. Das ist im Grunde, es ist wieder eine schöne Elvis-Veranstaltung, ergänzend zu den Veranstaltungen, die mit Elvis in Bad Nauheim und Friedberg stattfinden. Deshalb, ich sehe da keine Konkurrenz, ich sehe das einfach als Ergänzung und wir sollten Elvis Presley feiern und so viel wie geht und so qualitativ hochwertig auch wie geht. Und ja. Gibt es noch Karten jetzt für Oktober? Ja, es gibt noch Karten. Wir haben noch sogar Tagestickets jetzt, wo man Freitag und Samstag einzeln buchen kann, habe ich jetzt schon beim letzten Interview gesagt, da verpasst man aber die Hälfte. Es gibt auch noch Kombi-Tickets natürlich und wer kein Hotelzimmer hat, meine Telefonnummer ist im Internet. Ich versuche dann alles machbar zu machen, also gerne mich mal anrufen, wenn man noch kein Hotelzimmer hat und Angst hat, weil über Reservix sind jetzt noch wenige Zimmer buchbar. Einfach mal sich bei mir melden. Ich versuche es machbar zu machen, wo man hin möchte. Ja, und wir wagen mal einen kleinen Ausblick auf das Jahr 2025. Was wird uns denn da erwarten? Also jetzt erstmal, um das ein bisschen chronologisch mal zu sagen, am 10. und 11. Januar zu Elvis 90. Geburtstag wird die Elvis Presley Gesellschaft wieder etwas machen. Unter anderem sind wir dann dabei, weil wie gesagt, wir sind ein Teil davon, wir sind natürlich gebucht. Und die Elvis Presley Gesellschaft wird auf jeden Fall noch einen Live-Act haben. Was wird noch verraten? Und dann natürlich im August auch wieder an 2 Tagen, 16. und 17.8. meine ich. Oder 15., 16. Ich muss nachschauen. Auf jeden Fall auch wieder Freitag, Samstag, genau. Wir sagen ja immer, nach dem Festival ist vor dem Festival. Wir steigen jetzt auch wieder voll ein in die Planung. Aber du wirst mich nicht dazu verführen können, schon irgendetwas rauszulassen. Das werde ich nicht tun. Ja, wir haben jetzt vieles gehört, vieles gesehen und ich möchte mich bei der Gelegenheit nochmal ganz herzlich bedanken bei der Elvis Presley Gesellschaft e.V., beim stellvertretenden Vorsitzenden Heiko Jönsson, der mir nämlich exklusives Material für euch, für diese Episode von In Elvis Veritas zur Verfügung gestellt hat. Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King. Ich freue mich schon, wenn du im Oktober kommst und freue mich auch auf alle, die auf unsere Veranstaltung kommen und bis dann. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Tschüss. So. Servus, vielen lieben Dank. Und ich danke vor allen Dingen für die Einladung zum Gespräch. Elvis lebt und so soll es auch bleiben. Sag mal, wieso warst du eigentlich nicht in Bad Nauheim? Na, du warst doch mit mir in Italien.